AI-Overviews fressen deinen Traffic, dann sieh zu, wie du zurückbeißt. In dieser Folge lernst du Schritt für Schritt, was jetzt zu tun ist. Kein Gelaber, keine Theorie, sondern praxisnahe Tipps, wie du häufiger in KI-Übersichten aufscheinst. Viel Spaß! Kernaussage: Optimierung für AI-Overviews ist gleich Relevanz plus Top 10. Das ist dir zu wenig? Dann lass uns in die Details eintauchen. Wie funktioniert das System hinter AI-Overviews? Wenn du in AI-Overviews oder KI-Übersichten bei Google sichtbar sein willst, musst du die Grundprinzipien verstehen, wie das System sich für Inhalte entscheidet. Nummer 1, es will nur auslesen. Das System sucht nach klaren, direkt nutzbaren Antworten. Die bezeichne ich gerne als Bausteine oder Blöcke oder im Englischen Content Chunks, nicht nach Narrativ oder stilistischer Raffinesse. Klare Aussagen werden übernommen, schwammige Formulierungen werden hingegen ignoriert. Um das Ganze greifbar zu machen, ungeeignet wäre: Beim Kochen einer Tomatensauce kommt es auf viele Details und persönliche Vorlieben an. Geeignet wäre: Eine klassische Tomatensauce entsteht in 4 Schritten. Tomaten häuten, Zwiebeln und Knoblauch anbraten, Tomaten hinzugeben, 20 Minuten köcheln lassen. Nummer 2, das System braucht Struktur. Oder nennen wir es semantische Muster, wie zum Beispiel Überschriften, Listen, Tabellen, Fragen und Antworten. Klar strukturierte Inhalte haben Vorrang vor schön formulierten, aber unstrukturierten Texten. Heißt das jetzt, dass nicht aus dem Fließtext zitiert wird? Nein, das heißt es nicht, weil auch im Fließtext können Sätze in sich bündig sein, aber Struktur ist extrem wichtig und erhöht die Chance, massivst zitiert zu werden. Ungeeignet wäre: Ein gutes Bewerbungsschreiben zeigt Persönlichkeit, Motivation und warum man ins Unternehmen passt. Geeignet wäre Überschrift, je nachdem wie die Gesamtstruktur wäre: Wie baue ich ein Bewerbungsschreiben richtig auf? Und es wäre dann eine wahrscheinlich strukturierte Liste mit Einleitung, warum du dich bewirbst, Hauptteil, Qualifikation und Motivation, Schluss, Wunsch nach Gespräch und Grußformel. Es braucht Eindeutigkeit. AI-Overviews bevorzugen präzise, kontextunabhängige Aussagen. Das ist ganz wichtig. Je komplizierter, weicher, mehrdeutiger deine Formulierung ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bausteine auch zitiert werden. Ungeeignet wäre: In vielen Fällen kann eine VPN-Verbindung hilfreich sein, um sicherer im Internet zu surfen. Man merkt schon, das ist generischer Wischiwaschi Bullshit. Geeignet hingegen wäre: Eine VPN-Verbindung verschlüsselt den Internetverkehr und schützt vor Datendiebstahl in öffentlichen WLANs. Es will bevorzugt Originalität. Duplicate Content war gestern, es war jetzt ist ein SEO-Thema, dass man die Informationen sind nicht einzigartig, aber halt der Text ist einzigartig. Ich würde jetzt beim ganzen Thema AI-Overviews, aber auch anderen KI-Übersichten sagen, heute sprechen wir fast schon von Duplicate Information. Wenn du zitiert werden willst, brauchst du eigene Daten, Beispiele, Perspektiven, Zitate. Und das widerspricht der Formel mit Skyscraper-Content, wo du einfach nur noch mehr vom Gleichen und am besten noch länger und so weiter hinzufügst. Ungeeignet: Die wichtigsten SEO-Ranking-Faktoren sind hochwertige Inhalte, Backlinks und technisches SEO. Das ist so Standardwissen. Kannst du damit als Autorität trotzdem zitiert werden? Wahrscheinlich ja, aber was wäre besser, was wäre geeignet? Bei 87% der E-Commerce-Projekte war die Keyword-Abdeckung auf Kategorieseiten der größte Umsatztreiber. Super konkret, in sich gebündelt, klar, nicht generisch, sondern einzigartige, originelle Information. Das waren jetzt mal die Grundprinzipien, wie das System funktioniert. Und jetzt kommen wir zu den konkreten, nennen wir es Faktoren, wie du deine Inhalte für AI-Overviews idealerweise optimierst. Damit KI-Übersichten von Google deinen Content zitieren, muss er nicht schöner, sondern klarer, strukturierter und maschinenverständlicher sein. So viel sollte dir an diesem Punkt jetzt klar sein.
Das erste, was wir brauchen, wir müssen für das Keyword, wo wir auch im AI Overview aufscheinen wollen, in den Top 10 Ranking. Geht es auch ohne Top 10 Ranking? Ja, geht es, aber die Chance ist relativ gering. Die Chance ist viel höher, wenn du in den Top 10 rankst. Je weiter vorne, wie immer eigentlich bei Google, je weiter vorne, desto besser. Woher wissen wir das? Aus der Studie von SEO Clarity ergibt sich ganz klar, dass ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der zitierten Quellen in AI-Overviews aus den Top 10, auch in den Top 10 bei Google ranken. Dann das Thema Antwortbausteine. Ein AI-Overview, und das solltest du wissen, wenn du auf eine Quelle in einem AI-Overview klickst, dann kommst du genau zu dem Part vom Text, der zitiert wird. Also er extrahiert Antworten und keinen Erzählbogen. Die gesuchte Info muss in sich geschlossen stehen können. Es gibt Ausnahmen und meiner Meinung nach auch Fehler, aber das ist mal eine Regel, die man befolgen sollte. Das heißt zum Beispiel, was man ganz gern in einem Blogartikel macht, man verteilt eine Antwort auf eine Frage über ganz viel Fließtext, anstatt dass man den in einem Absatz gebündelt, also die Frage beantwortet. Dort wollen wir hin. Um das greifbar zu machen, ungeeignet wäre, viele kennen das Problem, nach dem Winter springt der Rasenmäher nicht mehr an. Was hingegen in AI-Overviews funktionieren würde, wäre, ein Rasenmäher startet nach dem Winter oft nicht, weil altes Benzin im Tank verblieben ist. Dann Struktur. Haben wir schon in den Grundprinzipien gelernt, das System liebt Struktur, weil es es einfacher macht, Antworten herauszulesen oder zu extrahieren. Und da gelten eigentlich aus meiner Sicht hauptsächlich klassische SEO Best Practices, vielleicht mehr in extremer Form. Das heißt, korrekte HTML-Überschriftenstruktur, saubere Aufzählungen, Tabellen, kurze Absätze sind tendenziell sehr erfolgreich. Und eben verwende einfach typische Erklärungsmuster, wie zum Beispiel Vorteile, Nachteile, ein Vergleich von irgendwas, Schritte 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das sind Sachen, das ist alles so strukturiert. Wir denken immer nur an strukturierte Daten und auch die können hilfreich sein, auf jeden Fall. Aber worum es mehr geht, ist strukturierter Content. Dann Key Takeaways. Wir sprechen ja jetzt hauptsächlich generell über informative Themen, weil in Europa scheinen ja AI-Overviews, in Amerika auch, aber in Amerika gibt es dann auch noch Local AI-Overviews und Shopping-AI-Overviews, das gibt es ja bei uns weniger. Informative Inhalte oder Seiten sollten immer mit einer Kurzzusammenfassung starten. Sollte man generell machen, weil es ist gut für einen Leser, wenn er wenig Zeit hat, aber hilft auch Bots bei der sofortigen Einordnung, weil du hast nicht so, okay, zuerst kommen mal 600 Wörter oder 1000 Wörter Fluff, bla 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 bla, sondern wir kommen sofort auf das Wesentliche und das macht es viel einfacher für den Bot, die Seite einzustufen, für was die jetzt relevant ist, für welche Fragen die vielleicht auch relevant sein könnte und auch eine Implikation, ob hier Antworten enthalten sind, die interessant sein könnten. Als Beispiel, wie das aussehen könnte, ist unsere Seite, die ich schon öfter gezeigt habe, mit der ich laufend experimentiere hinsichtlich AI-Overviews. Ich habe es jetzt gerade geschafft, dass wir unsere AI-Overviews wieder verloren haben. Hier ist oben eine Kurzzusammenfassung, alles über AI-Overviews in 10 Sekunden mit den wichtigsten Punkten. Das ist zum Beispiel ein Part, der sehr gerne zitiert wird. Und hier vielleicht etwas mehr Nuance oder Kontext. In der Einleitung habe ich ja schon gesagt, häufiger AI-Overviews sind ein sehr volatiles SERP-Feature. Das heißt, jetzt bei dieser Seite, die wird andauernd für das Keyword AI-Overviews werden andere Dinge zitiert. Mal wird dieser Teil zitiert, dann wird wieder eine Kurzantwort aus einem der Übersichten hier zitiert, also wo so einleitende Kernaussagen und so weiter und so weiter. Und das ändert sich ständig. Das heißt, es geht darum, Content zu bauen, der tendenziell zitiert wird. Ich würde nie auf einzelne Elemente optimieren, also
auf einzelne Sachen, weil es fluktuiert die ganze Zeit. Und für dasselbe Keyword werden andere Parts von deinem Content zitiert und dann fliegst du wieder raus und so weiter und so weiter. Dann W-Fragen und semantisch starke Überschriften. Es tut mir fast schon weh, das zu sagen, weil es sollte Standard Best Practice im SEO-Bereich sein, aber Maschinen erkennen semantisch klare Fragen besser als generische Bullshit-Überschriften. Was meine ich damit? Ungeeignet wäre Übersicht zu Dämmstoffen, also ist jetzt nicht katastrophal, es geht viel schlimmer, aber ist nicht besonders gut. Geeignet wäre im Vergleich dazu entweder eine W-Frage, welche Dämmstoffe sind für Altbauten geeignet, oder, wenn es keine W-Frage sein soll, Übersicht von Dämmstoffen für Altbauten oder Dämmstoffe für Altbauten. Also reichhaltig, damit es eine klare Struktur gibt, klare Abschnitte, wo die klar Antworten extrahiert werden können. Dann, habe ich schon öfter erwähnt, ist tatsächlich ein Gamechanger Pyramidenprinzip je Kapitel. Die einfachste Lösung, um Inhalte systematisch für AI-Overviews und aber auch andere Sprachmodelle aufzubereiten, ist die konsequente Nutzung des pyramidalen Prinzips von Barbara Minto. Und es geht ganz, ganz einfach. Ich habe immer eine Kernaussage und dann die stützenden Details oder Argumente. Und was wird dann typischerweise für die häufigsten Fragen zitiert? Die Kernaussage, und für ganz spezifische Fragen, die ja auch entstehen können über AI-Overviews, aber auch über sowas wie ChatGPT, dann werden die Details zitiert. Ein Beispiel dafür, wir haben eine H2, wie funktioniert eine Wärmepumpe, und dann kommt die Kernaussage zuerst. Eine Wärmepumpe entzieht der Umgebung Wärme und nutzt sie zum Heizen von Gebäuden, und dann kommen die unterstützenden Punkte. Funktionsprinzip in 3 Schritten. Die Pumpe entzieht Wärme aus Luft, Erde oder Wasser. Ein Kältemittel verdampft durch diese Wärmeaufnahme. Durch Kompression wird die Temperatur erhöht und das Heizwärme nutzbar gemacht. Dann gibt es Typen von Wärmepumpen. Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe und so weiter und so weiter. Und das ist, wie man systematisch an die Sache mit informativen Inhalten herangehen sollte. Und auch für den Leser ist es fantastisch, weil was ist das Problem bei typischen SEO-Content? Du hast da diese Textwand, du brauchst ewig, um den Part zu finden, der wichtig für dich ist. Und was machen letztendlich AI-Overviews oder auch KI-Übersichten in ChatGPT? Sie liefern dir schnell eine Antwort. Und der Trick jetzt fürs Verständnis ist, wir machen unseren Content so, dass auch wenn ein User auf der Seite landet, dass es praktisch konsumierbar ist, und parallel damit machen wir unseren Content viel zitierbarer. Dann Existenzberechtigung, klingt jetzt sehr dramatisch, aber wie wir ja schon aus den Grundprinzipien wissen, AI-Overviews suchen Inhalte, die sich abheben, beziehungsweise, um es glaube ich richtig auszudrücken, neue Informationen bieten. Was zählt, sind zum Beispiel eigene Beispiele, eigene Daten, eigene Erfahrungen, eigene Modelle, Abläufe, Details, Tools. Um das greifbar zu machen, ungeeignet wäre, die Wärmedämmung eines Hauses ist wichtig, um Energie zu sparen, und geeignet wäre, und das ist jetzt einfach, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das ist nur ein Beispiel, mit der 80-20-Regel zur Dämmung sparen Hausbesitzer bis zu 40% der Heizkosten, wenn 20% der Fläche, Dach, Kellerdecke optimal gedämmt sind. Und ganz klar, da habe ich ein eigenes Denkmodell, konkrete Zahl und eine neue Perspektive auf dieses Thema. Sofern das Neues ist nicht mein Spezialgebiet, aber als Beispiel, glaube ich, ist es sehr verständlich. Dann das sehr, sehr spannende Thema Segmentierung, und das ist eines der umstrittensten Themen im Kontext AI-Overviews. Wir wissen ja aus dieser Studie von Kevin Indig, dass die Vote- und Satzanzahl korreliert mit der Chance, in Sprachmodellen LLMs zitiert zu werden. Trotzdem würde ich davon abraten, Inhalte noch länger zu machen, wie man es im SEO-Kontext ohnehin schon macht. Aus mehreren Gründen. Noch längere Inhalte führt dazu, dass die Nutzererfahrung noch mehr leidet, wobei natürlich die Sprungmarken jetzt bei AI-Overviews
einiges lösen. Das heißt, wenn ich sehe meine AI-Overview, habe meine Quellen, klicke auf eine Quelle, dann komme ich sowieso zum richtigen Part. Spezifische Seiten, und das ist einer meiner Hauptgründe, spezifische Seiten werden es eher in die Top 10 für ein Keyword schaffen. Früher hat man einfach nur Hauptkeywords abgedeckt und dann sehr umfangreich. Warum? Weil Content Creation der Bottleneck war. Aber lass uns ehrlich sein, Content Creation ist nicht mehr der Bottleneck, der neue Bottleneck ist Content Design. Dann, je weiter oben ein Antwortbaustein auf einer Seite vorkommt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, zitiert zu werden. Das ist vor allem eben bei Google AI Overviews ganz extrem, wo du oft Konkurrenten ausstechen kannst, indem du den Antwortbaustein, auch wenn sie die genau gleiche Antwort haben, indem du den Antwortbaustein weiter oben hast, wirst du eher zitiert als sie. Und mit dem gleichen Antwortbaustein meine ich nicht den identischen Text, sondern die gleiche Information. Wir verstehen uns. Und dann eine spannende Beobachtung, was mir jetzt schon öfter aufgefallen, vor allem bei Top of the Funnel, so richtig allgemeinen Suchen, wo typischerweise auch ein AI-Overview aufscheint, werden auch sehr häufig sehr kurze Seiten zitiert. Das heißt, da ist nicht tendenziell so, der 8000 Wörter SEO-Ratgeber wird zitiert, sondern die kurze Definition wird zitiert. Und um Kernthemen tiefschürfend aufzuarbeiten und gleichzeitig eine gute Nutzererfahrung bieten zu können, würde ich, wie ich auch schon bei der Campix empfohlen habe und ich glaube auch schon auf diesem Kanal, das Konzept Range Style über Skyscraper in Zukunft empfehlen. Was meine ich jetzt mit Range Style? Das hat prinzipiell zwei Hauptaspekte in meinem Kopf. Ich würde nicht mehr nur diese holistischen Content-Seiten machen, sondern viel mehr granulare Inhalte. Eben statt viele Subthemen in einem Artikel zu behandeln, wird jeder Aspekt eher separat abgedeckt. Ein Thema, ein Artikel, zugeschnitten auf die spezifische Suchintention. Also Beispiel, nicht nur Fahrradpflege, sondern so reinigst du die Fahrradkette richtig, wie oft muss man die Scheibenbremse entlüften etc. Und der zweite Aspekt ist echte Erfahrung, der auch damit einhergeht. Wir wissen ja, dank dem EAT-Konzept oder EEAT-Konzept, Google bevorzugt Inhalte mit praktischer Erfahrung und Fachwissen und wir brauchen für AI-Overviews wirklich Originalität, wirklich Einzigartigkeit. Deshalb eben dieses Aufbrechen in Subthemen und dass wir nicht 8000 Wörter haben, sondern 1000 Seiten, 1000 Wörter, 1000 Wörter, 1000 Wörter, 1000 Wörter. Und dann darf es immer noch diesen Hub geben, aber drumherum dann die feineren Spokes mit eigenen Beispielen, konkreten Tipps aus wirklich erster Hand. Vielleicht, dass man wirklich so theoretische Spokes hat, dann How-to, dann Perspektiven auf dieses Thema und so weiter. Weil es geht meiner Meinung nach, das ist nicht bewiesen, aber das ist meine Beobachtung, mehr darum um die Gesamt-Content-Menge als die Content-Menge pro Seite. Natürlich, wenn eine URL mehr Content hat auf dieser URL, hat sie mehr Chancen, öfter zitiert werden. Ist glaube ich, ziemlich logisch. Dann gibt es die Abkürzung, die ich natürlich auch empfehlen will. Wenn du jetzt siehst, okay, da ist für dieses Keyword ranke ich in den Top 10, aber ich werde nicht zitiert zu diesem Thema, aber eigentlich gibt es diese Antwort auch auf meiner Seite, Cosinus-Ähnlichkeit. Das hat eine Studie von Botify ergeben und meine eigenen Experimente zeigen das auch. Cosinus-Ähnlichkeit, das heißt, die Ähnlichkeit vom Textteil, das ist easy peasy. Du schaust dir an, okay, mit welcher Teil vom Content wird bei deinem Konkurrenten zitiert, gibt es diese Antwort auch auf deiner Seite. Wenn ich die aber nicht so prägnant habe, verwende ich ein Tool wie zum Beispiel das hier, um einen ähnlichen Textteil zu generieren. Also damit kann ich prüfen, wie ähnlich das ist. Je ähnlicher, desto besser, aber es darf nicht Duplikat sein. Wer kann dir einen ähnlichen Text auswerfen? Obviously, wer ist der Beste auf der Welt? Wir generieren einen ähnlichen Textteil, prüfen, ob der wirklich ähnlich ist, aber er darf eben nicht ident sein. Und was machen wir dann? Wir publizieren diese Antwort auf unserer Seite, aber weiter oben als
die Antwort von der Konkurrenz und damit lassen sich oft die Konkurrenz des AI-Overviews berauben. Ein auch cooles Tool, aber es hat so viel Macken, aber ich will es trotzdem kurz erwähnen, ist der AI Overviews Visualizer von MarketBrew, ist kostenlos. Da, was er macht, er chunkt deinen Content, das heißt, macht alles Blöcke aus deinem Content und bewertet dann, wie relevant die zu einem Keyword sein. Ist ganz spannend, funktioniert, glaube ich, eher für englischen Content als für deutschen Content und das Tool, die halbe Zeit funktioniert es nicht, aber ist ganz interessant, um sich das mal anzusehen, einfach um die Denke zu verstehen, dass wir ja nicht mehr in einer Zeit leben, wo es um Seiten geht, sondern um Antworten und du Content ganz anders betrachten musst, nämlich in Antwortbausteinen und nicht mehr, was SEOs halt so gern machen, auf Seitenebene. So. Wenn du dir jetzt unsicher bist, ob deine Inhalte schon AI Overview ready sind, schreib's mir sehr gerne in den Kommentaren. Ich kann das Thema gerne tiefer aufgreifen, zum Beispiel mit konkreten Content Reviews oder mal einem Live AI Overview Check. Wenn du professionelle Unterstützung brauchst, um deinen Content für die KI-Suche und AI Overviews fit zu machen, melde dich unbedingt bei uns. Wir zeigen dir sehr gerne, wie du deine Inhalte strategisch neu denkst, weil es ist nötig und so wieder Sichtbarkeit zurückgewinnst und neue Zugänge für deine Zielgruppe erschließt. Weil wir sprechen hier ja nicht nur über AI-Overviews, sondern wenn wir das konsequent, diese Konzepte umsetzen, haben wir auch eine bessere Performance bei ChatGPT und dem anderen ganzen Schnickschnack, den es mittlerweile gibt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.